Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der grüne Ork ist am Start. Wir befinden uns wieder auf W50 auf meinem Krieger, wo wir fast Stufe 520 erreicht haben. Und hier wollen wir heute ein bisschen weiter in die Dungeons reingehen, denn wir haben uns ja hier zur Aufgabe gemacht, dass wir die Dauerschleife der Idole zumindest alle nochmal durchgehen wollen und deren Texte uns auch anschauen wollen, welche sich die YouTuber ausgesucht haben, denn das konnte man ja im Nachhinein nochmal tun. Und da viele den schon durch haben, viele auch nicht, aber viele den schon durch haben und die Texte nicht gesehen haben, die dazugekommen sind, wollte ich das Ganze hier nochmal auf W50 als kleines Videoprojekt festhalten und quasi die YouTuber hier live im Video rasieren, ja, und das werden wir auch tun. Wir haben uns wieder ein bisschen verbessert. Das sind die aktuellen Chancen, die ich habe gegen aktuelle Gegner, die mir bevorstehen. Ja, zuallererst haben wir den Mount Olympus, den werden wir mal als erstes aus dem Weg räumen, denn der hat hier fast eine 11%ige Chance. Dann werden wir mal zum Asche Mountain gucken, ob wir den besiegen können, und danach gucken wir mal bei den YouTubern rein. Da wird es dann schon ein bisschen knackiger auf jeden Fall. Falls wir Ipia besiegen sollten, wäre das schon sehr nice. Dann Mancio, da wird schon dann ein bisschen enger nachher. Das wäre dann der 13. und der 14. wäre dann der Boruciak mit 0,20. Aber dann geht es wieder bergauf. Dann haben wir Nummer 15, Fifco, mit 0,85 schon wieder am Start. Und der 16., der Zozo, oder wie auch immer, hat er schon wieder 1,65%, weil es halt ein Magier ist und die Magier sind besonders leicht in dem Dungeon. Leider, weil ich bin ja auch ein Magier, ich bin jetzt auch nicht der schwerste Gegner, aber ja, ich habe mich halt damals für den Magier entschieden, weil mein Main halt ein Magier ist und deswegen passt es für mich auch am besten rein. Wenn ich euch jetzt irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen hätte wollen, dann hätte ich mich wahrscheinlich für einen Krieger entschieden, weil die Krieger halt am meisten oder am schwierigsten so zu bezwingen sind, aber ja, ich habe es halt thematisch nach mir empfunden und deswegen habe ich mich für einen Magier entschieden. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen rein in die Dungeons und fangen mal an in der Schattenwelt beim Mount Olympus hier, ne, beim Cerberus. Mal schauen, ob der schon First Try ist, weil 10% ist tatsächlich schon eine Anzahl, wo man sagen könnte, yo, der ist machbar. Okay, gut, wir pilzen durch. Wir fackeln hier gar nicht lange rum. Wir schauen mal, wann der Gegner hier fällt. 10, also fast 11%. Das sieht man schon. Das ist hier ziemlich gut machbar und das sind easy XP, die wir uns mitsnacken. Und wenn wir den besiegen, dann sind wir Level Up. Ja, dann sind wir Stufe 520 bereits schon. Das ist auf jeden Fall das Ziel der heutigen Folge. Ich denke mal, das sollten wir safe erreichen. Wir pilzen uns durch. Ja, mal schauen, kriegen wir ihn down. Komm, lass jetzt nicht so lange hier auf dich warten, Mr. Cerberus. Du musst in die Knie gezwungen werden, damit wir hier Stufe 520 hier heute erreichen. Finde ich schon wieder ziemlich viel Pilzeinsatz jetzt, gerade dafür, dass der fast 11% hat, muss ich sagen. Dafür ziemlich unlucky gewesen, aber nichtsdestotrotz fällt er. Wir sind Stufe 520 und damit haben wir den ersten Gegner von unserer Liste hier streichen können. Ja, so, da haben wir ihn. 520 erreicht, sehr schön. Sieht schon ganz nice aus. Neues Item haben wir dazu bekommen. Intelligenz plus 18. Ja, weiß ich nicht. Die 18 Stats lohnen sich jetzt, glaube ich, nicht, das extra um zu equippen. Und der nächste Gegner wäre dann der Ascheberg hier, der Herrscher der 9. Da gehen wir auch mal rein. Der hat jetzt eine 1,4%ige Chance, also deutlich weniger als der Gegner, den wir eben gerade besiegen konnten. Ne? Aber wir haben auch schon in der Vergangenheit ganz andere Gegner besiegen können. Deswegen, es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. So, deswegen werden wir versuchen. Ich glaube, jetzt sollte auch bald der nächste Legendary Dungeon irgendwann erscheinen. Also ich glaube im September rum, irgendwie Ende September war, glaube ich, immer nochmal ein Legendary Dungeon. Deswegen wäre es natürlich auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich werde mich auch mal neu equippen hier auf W50. Das haben wir auch schon eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Und dann wäre es natürlich auch ganz hilfreich, wenn wir das hier
mit einem möglichst hohen Level dann auch erreichen können. Ne? Ja, 1,4%. Das ist natürlich schon recht wenig. Wenn man sich das so betrachtet, hier lohnt es sich natürlich auch nicht wirklich, die Pilze dafür auszugeben. Das Ganze dient natürlich hier auch wieder mal zu Unterhaltungszwecken und sollte unter keinerlei Umständen zu Hause nachgemacht werden. Ja, das ist auf eigene Gefahr für den eigenen Geldbeutel. Deswegen ja, machen wir das mal hier lieber und schauen mal, dass wir den... Oh, der war knapp gewesen. Der war heftig knapp. Das Ding ist, wenn wir jetzt in die Dauerschleife reingehen, da wird es halt nur noch schlimmer gefühlt. Also da geht es ja noch weiter runter von den Prozentchancen her. Aber wir haben ihn besiegen können. Herrscher der 9. Sehr nice. Wir schauen mal rein. Den gucken wir uns mal kurz an, den Fight. Lassen wir mal durchlaufen, weil der war schon ziemlich haarig. Das war eine sehr haarige Angelegenheit hier, das Ganze. Deswegen werden wir den mal durchstreichen. So, also wir haben schon mal 2 Gegner besiegt. Das ist schon mal gut. Aber jetzt kommen wir erst zu WTF. Da haben ja meine Begleiter fast alles gemacht hier. Hä? Der war so schwer und dann besiegt ihr meine Kunigunde schon? Wie random, Alter. Wie verdammt random ist das denn? Okay, das kann weg. Das kann eigentlich auch weg. Hier, scheiß drauf. So, zerlegen. Ja. Und dann gehen wir auch schon rein in die Dauerschleife. Ipierre. Let's go. Also das sind jetzt Gegner, jetzt wird es richtig unangenehm. Also jetzt wird es sehr, sehr unangenehm werden. Ich glaube, dass... ja, das... Es soll halt auch eine gewisse Challenge darstellen, finde ich so, ne? Also klar, ich hätte jetzt auch warten können bis nach dem Leggy Dungeon, so mit neuem Equipment und so, ne? Mit neuer Waffe und alles, dann wäre das hier wahrscheinlich deutlich einfacher gewesen. Aber ich finde halt die Challenge daran geil, die Mission, dass wir die jetzt besiegen oder zumindest so weit kommen wie möglich, dass wir hier uns auch ein bisschen die Zähne dran ausbeißen, so, ne? Man kann natürlich auch warten, bis hier jeder First Try ist. Klar, das wäre deutlich pilzsparender und das würde ich euch auch empfehlen an der Stelle. Aber dann ist es nicht mehr ganz so spannend natürlich, ne? Und deswegen ist der Überraschungsfaktor natürlich so viel, viel cooler, wenn man so jemanden besiegt, wie eben gerade jetzt zum Beispiel mit einer niedrigen Chance und dann fällt er auf einmal doch. So, und dann fragt man sich wie und dann guckt man sich den Kampf an und dann sagt er immer so, boah, Alter. Ja, Mann. Die Pilze hätte ich mir auch sparen können. So, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen, ne? Vielleicht kriegen wir den ersten Gegner hier down. Das wäre natürlich ganz nice auf jeden Fall. Der nächste Gegner ist dann schon wieder nochmal um die Hälfte schwieriger. Deswegen müssen wir gucken, ob wir an den vorbeikommen. Und der darauffolgende wird nochmal einen Ticken schwieriger. Aber dann werden sie wieder leichter. So, das ist immer so meine Hoffnung, die ich im Stillen so für mich habe. Wenn wir erstmal ein paar Gegner hier aus der Bahn werfen können, so, dann könnte es eventuell sein, dass wir fast in einem Durchmarsch hier durchkommen. So, ne? Also das wäre natürlich ziemlich nice. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Prozentchancen hier. Ja, also hier, das ist schon ziemlich schwierig, aber es ist nicht unmöglich. So, ne? Der knallt halt rein hier, ne? Der knallt richtig rein. Also da wird es halt wirklich ziemlich schwer. Und ab hier, die sind dann wieder easy snack. Und den würde ich in dieser Folge gar nicht mehr versuchen. Das würde ich mir dann aufbewahren fürs nächste Mal. So, dann weiß ich aber auch gleich, okay, Dalukat ist dann halt, ja, dann nachher schon fast First Try, würde ich sagen. Wenn der hier so bei 0,5 ist, ist der nachher schon bald First Try Dalukat. Und dann ist der Rest nachher auch kein Problem mehr. So, dann, stellt hier nachher nicht mehr so die besondere Challenge dar. Deswegen das jetzt momentan gerade, das wird jetzt so der schwierigste Punkt werden. So, wenn man den erstmal, wenn man die erstmal aus der Bahn geschafft hat, dann geht es nachher eigentlich mit der Dauerschleife. Aber erstmal an den vorbeikommen, so. Das ist das Schwierige hier da dran. Und ja. Es ist jetzt, glaube ich, auch das zweite Mal, dass ich, ist denn das dritte Mal, dass ich mich denn selbst besiege im Dungeon denn. Also zweimal hab ich ja quasi fast mein Spiegelbild so gegen mich selbst Oh mein Gott. Alter, was? Jetzt ist ja doch auf einmal down. Ja, das meine ich halt damit, ne? Auf einmal, so plötzlich aus dem Nichts.
Ja, wie nice, Alter. Ne? Also was ich sagen wollte, zweimal hatte ich ja halt schon mit meinem Spiegelbild gegen mich selbst gekämpft, weil im Dings sehe ich halt so aus hier in der Dauerschleife. Ne? Jetzt kämpft halt mein Ork dann gegen mich selbst. Alter, wie geil, Junge. Haben wir einfach IPA geklatscht. Sehr nice. Wir spulen mal ein bisschen vor und gucken mal, wer es hier angerichtet hat. Okay, Marquardt hat gar nichts gemacht. Kunigunde muss gecarried haben hier. Klar, hat natürlich auch die Chance hier auszuweichen. Die muss hier hart carryen. Das sind alle One-Hit, deswegen, ja, ich wäre wahrscheinlich auch One-Hit gewesen. Krank, Alter, krank. Da haben wir ziemlich hart reingelackt gerade hier. Stärke plus 19, plus 15, das ist hier alles Schmutz. Das können wir hier verkaufen, beziehungsweise zerlegen. Ja, sehr cool. Sehr, sehr nice. Jetzt wird's aber nochmal richtig schwer, denn der Gegner hier hat eine 0,37%ige Chance. Da müssen wir noch mehr reinlacken als eben und eben haben wir schon verdammt gut reingelackt. Also, ja, mal schauen, ob wir das schaffen. Boah, und dann Boruziak. Das ist so der Endgegner hier gefühlt. Das ist der Endgegner. Wenn wir den besiegen, dann ist freie Fahrt bis zu C. Wie auch immer. Sagt mir persönlich nichts, aber hier sind ja auch viele ja, YouTuber dabei, die die nicht Deutsch sprechen so, sondern irgendwelche anderen Sprachen, deswegen kriegt man von denen eigentlich gefühlt fast gar nichts mit irgendwie. Ne? Hier sind ja auch irgendwelche spanischen YouTuber dabei, die, keine Ahnung, irgendwie 15 oder 20 Millionen. Oh mein Gott, wie schnell ging der denn? Was? Was? Hä? Alter, ich komme hier gar nicht zum Reden, da fallen die Gegner hier schon. Auf jeden Fall, von den Leuten hat man fast gar nichts gehört irgendwie, weil von den Spaniern, die haben da manchmal so eine YouTuber oder Creator, da fragt man sich, okay, die haben so eine ganz eigene Bubble. Die Abonnenten, die schießen da so in die Höhe, das sind, keine Ahnung, wie gesagt, 20, 30 Millionen auf irgendeinem Kanal und man hat noch nie von denen gehört irgendwie so. Die haben da eine ganz eigene Base irgendwie, habe ich das Gefühl. Das hört man immer wieder. Und Kunigunde auch wieder hier solo am Carryen. Ich kam wieder gar nicht ran. WTF? Der ging mir jetzt schon fast zu leicht, ne? Der ging jetzt schneller als der Gegner davor. Alter, wie krass. Ja, ist hier jetzt nur noch der Boruziak. Mal gucken, ob wir den... das läuft besser als gedacht. Cooles Profilbild an der Stelle, finde ich hier persönlich. Also sieht sehr cool aus. Das obliegt mir auf jeden Fall. Aber der Gegner ist jetzt natürlich ziemlich schwer. Ne? Mal schauen. Das ist jetzt der schwerste Gegner aus der gesamten Folge. Mal gucken, ob wir den besiegen können. Ja, ich zweifle dran, aber ich habe so ein Fünkchen Hoffnung habe ich trotzdem. Oh, was? WTF? Alter, was? Digga, hä? Alter, ich raste hier komplett aus. Holy shit. Hä? Was? Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Das geht hier ja in einem Durchmachen. Der leichteste Gegner gefühlt war der schwerste und die ganzen schweren Gegner sind hier übelst easy. Was soll das denn? Die Kunigunde muss hier wieder übelst reingelackt haben. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Wie oft ist die ausgewichen? Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber... Alter. Ist das... Oh, ich habe sogar einen Hit überlebt. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Kunigunde zieht wieder durch. Ey, sorry, dass ich hier so ausraste, Alter. Aber das ist ja... Holy... Oh, und das Item lohnt sich sogar, ne? Das ist sogar gar nicht so verkehrt. Fast plus 50 für die Begleiter. Steingewinnung. Schmeckt auf jeden Fall. Das kann man machen. Das nicht, das zerlegen wir. Ey. Und jetzt geht's bergauf. Jetzt haben wir hier den Fifko. Der hat hier schon wieder eine Chance von fast 1%. Und der Zoze, der liegt dann auch. Ja, und dann haben wir nur noch Cebo LP will ich mal sagen. Der ist dann natürlich schwierig. Aber dann gucken wir mal. Der Fifko. Jetzt wieder ein Gegner, der ein bisschen einfacher ist. Mal schauen, ob der jetzt wieder so schwer wird wie die anderen. Oder ob der auch relativ einfach liegt. Alter, was für eine Folge schon wieder hier, ne? Krank, Alter, krank. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt hier so weit kommen nochmal. Vor allen Dingen dann so schnell auf einmal. Ich hätte gedacht, wir beißen uns da wirklich die Zähne aus. Aber das ist genau das, warum ich das mache hier. Dieser Überraschungseffekt. Das hast du halt nicht, wenn du die Gegner hier mit 10% gefühlt versuchst. Ne? Obwohl ich sagen muss, der mit 10%,
der ging deutlich schwerer von der Hand als eben der Gegner mit 0,20. Also ja, das verstehe ich dann manchmal auch irgendwie nicht. Aber ist mir auch am Ende des Tages egal. Denn wir haben nämlich hier schon wieder fast ein komplettes Level gemacht. Ja, und das ist natürlich schon eine Ansage auf der Stufe, muss man mal so sagen. Und hier sehen wir jetzt schon wieder, bestes Beispiel, irgendwie gefühlt ist der schon wieder schwieriger. Also ja, es ist halt manchmal einfach Glück. Da kannst du nichts gegen machen. Das ja, ist halt so. Manchmal hast du Glück und manchmal hast du eben kein Glück. So. Aber schauen wir mal. Es ist ein Berserker. Ist auch sehr interessant, den in den Dungeon hier zu begegnen. Ja, muss halt einfach mal einmal keine Combo raushauen. Ich weiß nicht. Ja, oh, okay. Ja, der ist trotzdem One-Hit, Alter. Der braucht nicht mal eine Combo raushauen. Was, Alter? Oh mein Gott. Es ist halt einfach ein Krieger irgendwie ja, der mehrmals angreifen kann. Gefühlt so, ne? Und die Krieger sind ja schon immer schwierig hier, die sind haarig. Aber das Ding ist halt, wenn wir den jetzt besiegen, dann ist der nächste Gegner eigentlich schon wieder auch fast... Oh, sehr easy, Digga, sehr easy. Fifko down. Junge. Das geht mir jetzt ja schon fast wieder zu einfach. Den Kampf gucken wir uns natürlich auch sehr gerne an. Alter, ist das krank. Ja, und den Gegner danach... Den versuchen wir jetzt noch in der Folge. Und dann Cebu PL, da würde ich sagen, okay, da versuchen wir nochmal ein bisschen uns zu verbessern. Und dann, nice, Alter, WTF. Und dann versuchen wir den nochmal kurz vor dem nächsten Legendary Dungeon, würde ich sagen. Ja, also wenn der angekündigt wird, der Legendary Dungeon, gehen wir hier nochmal rein. Zoze, so, ein Magier, wow. Oh. Ja, mal schauen. Ja, doch, den kriegen wir auf jeden Fall noch. Und ja, der Cebu PL, der ist mir. Den könnten wir zwar vielleicht jetzt auch noch besiegen in der Folge, aber dann wird es mir echt hier zu viel. Also das ist schon krank, was wir jetzt hier schon geleistet haben. Ich denke mal, das sollte dann auch erstmal genügen für heute wieder. Kranke Action. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben ein komplettes Level. Wir haben 2 Level in der Folge gemacht auf der Stufe. Das ist verdammt heftig. Das ist viel. Hätte ich nicht, also, ne, ich wiederhole mich, aber das hätte ich nicht gedacht. So, jetzt zum Abschluss nochmal den mit 1,65%. Deutlich besser. Bessere Chancen als die Gegner davor. Deswegen sollte eigentlich kein Problem sein. Deswegen gehen wir hier nochmal rein, investieren die Pilze und lassen das hier dann mit dem Gegner zum Ende der Folge ausklingen. Man braucht natürlich auch wieder den perfekten Try, ne? Das ist ganz klar. Bei den Prozentchancen hier ist das nicht mal eben so, ne? Das dauert immer ein bisschen, bis der richtige Versuch dann am Start ist auch. Oh, okay, das war's. Das war's dann auch schon wieder mit der Folge hier. Den Kampf gucken wir uns natürlich auch nochmal an. So, Magier-Gegner. Alle meine Leute müssen reinkritten hier, ansonsten wird's nix. Und das tun sie auch. Und damit haben wir auch den Gegner hier besiegen können. Ziemlich nice. Oh mein Gott. Und auch nochmal ein heftiges Upgrade hier für den Bertram Eis. Mal gucken, haben wir hier Widerstand? Widerstand gegen Eis. Oh, der hat wenig Widerstände hier tatsächlich. Okay. Edelsteinsockel hinzufügen. Zack. Also auf die Widerstände meiner Begleiter habe ich jetzt bisher noch nicht so doll geachtet. Aber das könnte man in Zukunft vielleicht auch mal machen, keine Ahnung. Bisher hat es mich jetzt nicht so interessiert. Aber da haben wir die Gegner, die wir auf jeden Fall besiegen wollten, haben wir besiegt. Cebu PL heben wir uns noch ein bisschen auf. Ja, das Zebra hier. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit der Dauerschleife. Wenn der hier fällt, dann sind die Gegner danach nachher auch kein Problem mehr, sag ich so. Dann, wenn der fällt, dann ja, versuchen wir den Rest auch noch gleich in einem Durchlauf hier zu besiegen. Und genau, das heben wir uns aber fürs nächste Mal auf. Sehr erfolgreiche Folge heute gewesen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.